Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Es dreht sich heute ja um den Titan Tornupto, den wir jetzt am nächsten Wochenende bekommen und das Wochenende darauf. Und ich möchte euch in diesem Video 6 Pokémon vorstellen, die ich mir vorstellen könnte, dass die gegen Tornupto funktionieren. Endgültig wissen wir es erst am Tag, wo der Raid draußen ist, das kennt ihr ja. Ich werde alle so als allgemeines Video vorstellen und euch erklären, warum ich diese benutzen würde. Und ich werde die Woche dann Einzelvideos hochladen zu Pokémon, wo ich denke, die könnten ganz gut sein, also auch die ich jetzt hier vorstelle, aber die auch so benutzt werden können. Ja, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, hier wird Hisui Zoroark drin vorkommen. Wenn der am Ende nicht gut gegen Tornupto ist, habt ihr trotzdem nichts falsch gemacht, wenn ihr ihn vorbereitet habt, weil man kann ihn auch so benutzen. Ja, so. Fangen wir erst mal an, Leute. Also, Tornupto selber ist Terra-Typ Geist. Das heißt, er hat nur eine Geist-Unlichtschwäche. Das ist schon mal wichtig, ja. So. Ähm, Er wird sehr wahrscheinlich speziell angreifen, wenn wir schauen, dass sein Spezialangriffswert höher als der als der normale Angriffswert ist. So, hier sehen wir es: 84 Normalangriff und 109 Spezialangriff. Das heißt, er wird sehr, sehr wahrscheinlich spezial angreifen, weil er halt einfach mehr Angriff hat, ja. Auch defense-mäßig, Verteidigung und Spezialverteidigung, ja, relativ ähnlich, aber Special Defense, Ticken höher, ja, aber es ist relativ ähnlich. Also, was hier angreift, wird wahrscheinlich ungefähr gleich sein. So, Moveset-mäßig, Leute, wenn er speziell angreift, hat im Endeffekt Tornupto, das ist hier der normale Tornupto, haben wir Feuerattacken. Ich meine, das ist vollkommen klar, er wird Feuerattacken besitzen. Wir haben hier aber auch Geistattacken, wie zum Beispiel Spukball, wird er auch safe haben, weil er ist Terra-Typ Geist. Aber wir haben auch so Sachen wie Fokussturz als Kampfattacke speziell mit drinne. Wir haben Solarstrahl mit drinne. Ja, er könnte mit Sonnentag Solarstrahl spielen, mit Sonnentag seine Feuerattacken pushen und mit Sonnentag so gesehen auch Solarstrahl ja in dem Feld pushen. Also auch das wäre möglich, dass er im Prinzip 'ne Pflanzenattacke haben könnte. Klar, normal kann er auch haben, also er könnte auch so viel Sternschauer besitzen, aber ob er das unbedingt hat, weiß ich nicht. Und er könnte auch theoretisch Zucht Sondersensor lernen, was eine Psycho-Spezialattacke ist. Also fassen wir zusammen, er könnte Feuer, Geist, Psycho, Pflanze, Kampf und Normal haben. Und die nächsten 6 Pokémon, die ich euch vorstelle, haben natürlich auch immer mal eine Schwäche, einen von den 6 Typen, aber alle haben sie verteilt. Das heißt, irgendeiner von denen wird gut sein können. Hängt, wie gesagt, vom Moveset von Tornupto ab. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit meinem aktuellen Favoriten. Und das wäre in dem Fall Hisui Zoroark, Leute. Das wäre das Pokémon, wo ich mir am meisten wünschen würde, dass das ganz gut ist. Wir gehen jetzt mal ganz kurz hin, gucken erstmal, gegen was er Schwächen hat. So, Hisui Zoroark, das sind seine Schwächen. Wir sehen, Normal, Kampf und Geist, alles 3 Sachen, die Tornupto haben kann, wäre er immun. Ja, das heißt, wir würden schon mal mit 3 Sachen abfangen von möglichen 6, die er haben kann. Feuer, Pflanze und Psycho, das sind die anderen 3, die Tornupto haben könnte, sind nur auf ganz normal mal 1 Schaden, also der normale Standardschaden. Das heißt, ähm, attackenmäßig könnten wir ganz gut gegen angehen. Was hinter der Nachteil von Hisui Zoroark ist, wir sehen, er hat ein relativ schlechtes Leben, auch einen relativ schlechten Verteidigungswert. Das heißt, das ist nicht so gut. Der Angriffswert ist richtig gut, 125 ist ein sehr guter Angriffswert, aber leider ist die Defense sowie auch die KP von Hisui Zoroark recht schlecht und man müsste schauen, ob man da irgendwie 'n bisschen gegenhilft, weil das könnte sonst recht knapp werden. Moveset-mäßig, wenn wir jetzt hier auf Hisui Zoroark gehen, haben wir natürlich auch einige gute Sachen mit dabei, ja. So ist es nicht, wir können natürlich als Geistattacke Spukball spielen, das ist so mit unser bester Angriff. Wir haben Ränkeschmied, um uns auf jeden Fall auch noch mal zu pushen. Was haben wir mit drin? Wir hätten beispielsweise so was wie Trugtrainer, um den Gegner auch zu nerven, also die Verteidigung zu nerven. Auch das würde weiter funktionieren. Also wir haben hier recht gutes Moveset eigentlich mit dabei. Deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er funktioniert. Auch hier Gedankengut zum Beispiel, um die Spezialverteidigung ein bisschen zu erhöhen, um ein bisschen mehr Chance, weiß sogar, dass er gar nicht auf Ränkeschmied geht, sondern eher auf Gedankengut und damit seine auch Defense mit pusht. Wäre eine Option, könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Kleine Eigenwerbung, Leute. Wenn ihr in der Videobeschreibung auf den Linktree klickt, heißt einfach linktree.de, kommt ihr auf diese Seite, wo alle meine Partner und Social Media Links jetzt zusammengebündelt auf einer Seite sind.
Ja, mittlerweile bin ich auch auf TikTok, Instagram, Facebook und nein, TikTok werden keine Tanzvideos werden. Und auch da werde ich einige Sachen posten, Ideen posten. Wir werden die ganzen Videos, also auch hier einfach mal, wenn ihr möchtet, draufklicken, dann kommt ihr auf die Facebook-Seite und dann seht ihr auch hier immer die aktuellen Videos, Beiträge. Wie gestern war ich im Kino Mario-Film zum Beispiel gewesen. Ja, also auch so ein bisschen Nebencontent, wo wir mal ein bisschen quatschen können. Würde mich freuen, wenn ihr auf den Seiten vorbeischaut. Auch meine Rabattcodes, wie zum Beispiel bei Holy und so findet ihr hier. Es wird noch ein bisschen ausgebaut. Ich sage vielen Dank, Leute, wenn ihr draufklickt und dann sehen wir uns, ja, und viel Spaß bei dem Video. Das zweite Pokémon wäre Despota, Leute. Despota ist ja Gestein Unlicht. Wir haben nur ein einzig dickes Problem, wenn ihr mit Despota spielen wollt und das sind seine Schwächen. Ja. Wenn Turnupto Kampf hat, dann ist halt Schicht im Schacht für Despota, weil eine mal 4 Schwäche, also dass ihr den Schaden mal 4 bekommt, jo, dann ist Despota raus. Da müssen wir gar nicht drüber reden, da wird es keine Option geben. Ähm, und theoretisch auch, wenn er eine Pflanzenattacke hat, weil wenn Solarstrahlen mit mal 2 angreift, Leute, boah, ich weiß nicht, ob man da wirklich gut gegenhalten kann mit Despota. Das heißt, Despota wäre gut, wenn ähm, im Endeffekt hier Tornupto keine Kampf- und keine Pflanzenattacke besitzt. Wir haben dafür aber Feuer, Geist, Normal und Psycho relativ schwach, also nur einen halben Schaden hier und Psycho sogar immun, ja, muss man sagen. Dann sind die Werte ganz gut. Wir haben bei Despota 100 Leben, wir haben 100 Spezialverteidigung und wir haben selber 134 Angriff. Das heißt, wir sind von den Werten her sind wir top. Es darf einfach nur keine Pflanzen und keine Kampfattacke dabei sein. Moveset-mäßig natürlich würden wir ihn physisch spielen, haben wir gerade schon gesehen. Da würde man sowas wie Knirscher könnte man zum Beispiel mit reinnehmen. Relativ guter Angriff, 80er Stärke, 100% Genauigkeit. Also es gibt wirklich gute Setups, die man auch, wie gesagt, mit Despota spielen kann. Deswegen müssen wir mal gucken, was man am Endeffekt alles so zusammenpackt. Aber Despota wäre von den Werten her wirklich richtig gut. Deswegen denke ich mir, könnte er funktionieren, wenn die Werte nicht wären. Also wenn die Attacken nicht Kampf oder Solar wären. So muss man halt mal abwarten. Nummer 3 wäre Hundemon, Leute. Hundemon könnte ich mir auch eigentlich ganz gut vorstellen, weil die Werte sind nicht verkehrt, wenn wir hier auf die Tabelle gucken. Wir sehen, Psycho wäre ja immun, Geist, Feuer, Pflanze wäre nur halber Schaden. Auch hier wieder das Problem, hat er halt eine Kampfattacke, dann wäre auch Hundemon leider Gottes raus und normal greift normal an. Ja. 110 Spezialangriff, richtig gut. 80er Verteidigung, so, ja, ist auch noch in Ordnung. 75 Leben, wie gesagt, geht. Moveset-mäßig auch gar nicht schlecht aufgebaut. Auch hier gibt es viele Sachen, wie zum Beispiel Ränkeschmied könnte man sofort mit reinnehmen, einfach um sich aufzupushen. Man könnte mit Schmarotzer spielen, 95er Angriff. Recht gute Sachen. Obwohl Schmarotzer wäre eher für, naja, man müsste speziell spielen, also kein Schmarotzer, okay. Man muss dann schon gucken, Ränkeschmied, dann würde man wahrscheinlich sowas spielen wie Finstaurer zum Beispiel würde man spielen können, hätte man mit drin. Also es gibt auf jeden Fall auch ein ganz gutes Moveset. Muss man halt mal gucken. Es hängt halt, wie gesagt, bei Despota, bei Hundemon gerade zum Beispiel vor allem auch von der Kampfattacke ab. Ja, das ist so das Problem, was die beiden mit rausnehmen könnte. Nummer 4, Leute, recht überraschend fand ich Grüppuk. Grüppuk ist gar nicht so schlecht. Ich habe mir das mal angeguckt gehabt. Wir haben hier erstens wieder Normal, Kampf und Psychoimmunität. Das sind wieder 3 von möglichen 6 Typen rausgenommen. Und alles andere ist einfach ganz normal auf mal 1. Also Feuer, Pflanze und auch normal. Nee, nicht Feuer, so nicht normal. Feuer, Pflanze und Geist. So schon wäre auf ganz normal mal 1 Schaden. Die Werte von ihm sind ganz okay. 50 Leben ist ein bisschen schwach, ja, aber dafür haben wir auch eine 108er Special Defense und wir haben einen 92er ja, Spezialangriff und einen 92er Physikangriff. Das heißt, wir können den physisch oder speziell spielen, weil beides gleich gut ist. Moveset-mäßig, ja, es sind ein paar Sachen möglich, muss man sagen. Auch gerade im Bereich auch hier beispielsweise Spukball könnte man mit reinnehmen. Wir haben hier aber auch Sachen wie, man könnte Schmarotzer spielen, wenn wir eher sagen, wir wollen physisch angreifen. Auch hier Gedankengut, um unsere Special Defense zu erhöhen, auch eine Option. Wir haben Ränkeschmied, also ich würde ihn wahrscheinlich eher speziell spielen. Und was ich hier auch noch mit reinnehmen würde, wäre zum Beispiel Regentanz. Aber mit Regentanz könnt ihr dann ja die Feuerattacken von Tonopto nochmal abschwächen. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht ohne Mist, ich war von Kruppuck ein klein wenig überrascht vom Setup her. Als Nummer 5, Leute, Olan Garm. Ja, Olan Garm wäre für mich auch ein Wunsch, dass der funktioniert.
weil wir haben Psycho-Immun, wir haben Geist auf nur halben Schaden, wir haben Kampf, Feuer, Pflanze und Normal auf mal 1 Schaden. Der Vorteil bei Olangar ist, dass er ein recht guter Supporter eigentlich ist, sogar mit einer der besten Supporter im Spiel. Man kann ihn aber auch als Kampf-Pokémon spielen. Das heißt, wenn man im Team mit Olangar spielt, hat man auch die Boni seiner supportenden Fähigkeiten. Wir haben mit 95 Leben ganz guten Punkt. Wir haben 'n guten Spezialangriff, obwohl er physisch wesentlich besser ist. Also, wenn, dann spiele ich auf jeden Fall physisch. Und Spezial-Defense, ja, mit 75 ist so, geht so. Aber man muss dazu sagen, wir haben hier Vorteile, weil, unser guter Olangar kommt von Haus aus schon mal zum Beispiel mit, ähm, Lichtschild, ja, was die Spezialattacken um 50% nervt. Das heißt, er werfe das ganze Team in Support. Wir haben aber auch viele gute Angriffe, wir haben sehr gute Moves mit drauf. Auch hier, gut, ob man jetzt Ränkeschmied spielt, ist eine Sache. Ich würde ihn eher, wie gesagt, eher physisch spielen, da würde ich kein Ränkeschmied mit reinpacken. Ähm, Deswegen muss man mal gucken, man kann aber ihn auch supporten spielen. Falls ihr zum Beispiel sagt, ihr spielt mit Leuten zusammen, die speziell angreifen, könnt ihr auch Trugtrainer spielen. Also, ich finde ihn eigentlich gar nicht so schlecht und ich glaube, ich würde mir einen fertig machen. Wie gesagt, Moveset dazu kommt. Ich werde bei Olangar dann wahrscheinlich 2 Moveset einbauen, weil er irgendwie halt auch, wie gesagt, man könnte ihn auch als reinen Supporter spielen. Gerade wenn man mit dem Team zusammenspielt, ist sowas ja immer wichtig. Und ich finde, Olangar könnte da wirklich richtig gut reinpassen. Noch da er hat halt keine großartigen, ihr müsst halt keine Sorge mit den Schwächen haben. Ja, das ist schon mal ein Vorteil. Deswegen. Olangar finde ich gut. Kommen wir zum letzten Pokémon, was ich mir vorstellen kann. So, Leute, und das ist Gramchef, ja, der gute alte Gramchef. Warum denn Gramchef? Also, erstens, wir haben Psycho ist halt wieder immun. Dann haben wir Geist auf nur halben Schaden. Schon mal sehr gut, weil er ist ja Terra-Typ Geist. Und der Rest ist hier auf normal. Das heißt, wir haben wieder auch keine Sorge, dass irgendwas effektiv angreifen kann. Dann haben wir den Vorteil, wir haben einen recht guten Lebensjahr mit 100 und eine sehr schlechte Verteidigung. Ja, muss man sagen, die Spezialdefensive ist nicht so berauschend. Dafür sind aber auf jeden Fall unsere Werte vom Angriff eigentlich richtig gut. Ähm, Hier muss man halt dann gucken, was man jetzt im Endeffekt so mit reinnimmt, wie man ihn spielt, ja, aber auch hier, er ist gar nicht so schlecht. Auch Regentanz zum Beispiel mit reinzunehmen, wäre eine Option, um halt die Feuerattacken abzuschwächen. Wie gesagt, man kann Gedankengut spielen, um die Special Defense zu erhöhen, also auch da ein paar Sachen mit ausgleichen, die einigermaßen schlecht sind. Greift hier wiederum speziell an, könnte man Ränkeschmied mit ins Setup mit reinnehmen, einfach um schnell Damage zu machen. Also, Kramchef finde ich auch nicht so extrem verkehrt. Also, fassen wir mal zusammen, Leute. Wir haben jetzt hier 6 Pokémon. Ich finde persönlich die Suizoruak am interessantesten mit Krypok zusammen. Das sind so die beiden, wo ich sagen kann, okay, die sehe ich eigentlich sehr gut. Ähm, Despota genauso wie auch, ja, Hundemon ist halt die Frage mit dem Angriff, ja. Kann er einen Kampfangriff, dann ist halt Despota raus. Kann natürlich keinen Kampfangriff. Bei Despota habe ich aber das Problem, wir haben 6 mögliche Attacken. Also Feuer, Geist, Psychopflanze, Kampf und Normal. Und Despota wäre schon bei 2 von 6 raus. Die Wahrscheinlichkeit, dass das eintrifft, ist sehr hoch. Deswegen ist Despota bei mir so ein bisschen ein Wackelkandidat. Ich mache mir alle 6 fertig, weil, wie gesagt, man kann eigentlich alles spielen. Olagar, super Supporter. Hisui Zoroark ist sehr stark. Kramchef ist eigentlich sehr gutes Pokémon. Krupuk ist auch gar nicht verkehrt. Und Hundemon und Despota kann man auch spielen, ja. Also, ja, Leute, schreibt mal in die Kommentare, findet ihr, dass die Videos, die Vorbereitungs-Tipps-Videos so besser sind, wenn ich euch Werte zeige? Ich fand auch das Zeigen auf der Seite ein bisschen angenehmer als einblenden, weil so kann jeder von euch, ihr habt ja gesehen, dass ich auf PokeWiki bin, und jeder auch nochmal das genau selber nachlesen, nachschauen, wie er das Ganze vielleicht sieht, ob er nochmal nachgucken möchte, was Attacken angeht. Auch hier sieht man Fähigkeiten, zum Beispiel kann man hier nochmal nachgucken. Deswegen, Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es so besser findet. Und es wird die Woche über zu den Pokémon nochmal Einzelvideos geben. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.